Kaum ist man einige Tage auf Urlaub und genießt ein Spiel der NFL in London, spielt die Welt neue Karten im täglichen Wirtschaftspoker aus. Der US-Arbeitsmarkt, Chinas Regierung in Warteposition, das Repricing von Zinserwartungen und da setzen wir einen Blick auf die Staatsschulden und auch den Nahostkonflikt mit der Angst um den steigenden Ölpreis. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate von Raiffeisen Capital Management. Fangen wir im fernen Osten an. China, kurz zusammengefasst, der Markt wollte nach der Goldenen Woche weitere Unterstützungen sehen. Da hat die zentrale Regierung nicht mitgespielt, deshalb wurden von den Investoren Gewinne mitgenommen. So einfach ist es. Besser lief es in den letzten Tagen in Amerika. Der Arbeitsmarkt überraschte mit gesamt 400.000 neuen Stellen, inklusive Revisionen im August. Wenn wir tiefer graben, so sind rund die Hälfte der Jobs aus dem staatlichen und kommunalen Bereich, der Gesundheit und sozialen Services. Vorwahlkampf, würde der Schelm sagen. Schauen wir noch ein Stück tiefer, so sind die Beschäftigungskomponenten der Einkaufsmanager allesamt schwach gewesen. Auf der anderen Seite, die Arbeitsmarktzahlen zeigen uns kräftige Stärke an. Weiters zu erwähnen, eine gute Nachricht bleibt jetzt eine gute Nachricht. Und damit reduzieren sich die Erwartungen für starke Leitzinssenkungen. Das heißt, für die nächsten 12 Monate sind jetzt 2 Senkungen weniger eingepreist. Der zweite Effekt, die Renditen für Anleihen sind wieder kräftig gestiegen. Zuletzt hatte ich mit unseren Volkswirten und Anleihenmanagern ein sehr interessantes Gespräch, nämlich wie sieht der Spielraum der Staaten aus? Die Diskussion erspare ich euch. Das Ergebnis ist aber sehr interessant. Einerseits sind die Verschuldungen, egal ob in den entwickelten oder Emerging Markets, kräftig gestiegen. Die Programme während der Pandemie zeigten einen kräftigen Anstieg und das ist das geldmarkierte Feld. In den letzten Jahren haben sich dann die Schulden durch das niedrige Zinsumfeld nivelliert. In der nächsten Grafik zeigen die Balken die Zinsbelastung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Links oben die Balken sind Deutschland. Die Belastung beträgt hier hochgerechnet für das Jahr 2025 0,6%. Das ist mit dem gelben Pfeil markiert. Die Grafik rechts unten Italien mit dem roten Pfeil markiert. Dort ist die Belastung 4%. Übrigens, in Amerika sind es bereits 4,6%. In der nächsten Grafik ist die Entwicklung des durchschnittlichen Coupons, also der Verzinsung der Schulden, zu sehen. Zuerst wieder Deutschland, die hellblaue untere Linie, der Coupon bei 1,5%. Wie ihr seht, steigt durch die höheren Refinanzierungen der aktuelle Schuldenstand wieder leicht an. Italien muss im Schnitt bereits 3% zahlen. Das ist die oberste blaue Linie. Und die USA knapp dahinter, die grau-blaue, stark steigende Linie, die müssen sich kurzfristig refinanzieren und daher steigen dort die Zinsen kräftig an. Kommen wir zu unserem dritten Punkt, die Schlagzeilen über bevorstehende Angriffe auf die iranische Ölindustrie, die sind ein besonderes Szenario. Dazu vielleicht einige Worte. Einerseits sehen wir die Unsicherheit durch Angriffe Israels als gegeben an. Wenn es passiert und Teile der iranischen Anlagen zu Schaden kommen, wird es zu einer signifikanten Angebotsreduktion kommen. Wahrscheinlich auch kräftige Preissprünge. Zusätzlich sehen wir das Risiko, dass die Straße von Hormuz dementsprechend auch blockiert werden könnte und damit auch Öl und Gas betroffen sind. Andererseits spricht ohne weitere Eskalation wenig für einen steigenden Ölpreis. Wir haben eine mäßige Konjunkturerwartung, die Produktionskürzungen von 6% der OPEC+, da sind signifikante Preissteigerungen nicht möglich und die leicht steigende US-Produktion, die ist auch fast am Plafond angelangt. Entspannung brachte gestern oder heute in der Früh der israelische Außenminister, der nach Amerika gereist ist. Und wenn wir keine kurzfristige Eskalation sehen, sind auch die Preisschwankungen wahrscheinlich in engen Bandbreiten, so wie wir es in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Mir bleibt heute noch, euch eine erfolgreiche Woche zu wünschen und gesund bleiben, euer Larry.